So als kleiner Hinweis für das Video, das jetzt kommt. Die Werte, die ich alle angegeben habe, sind alle in 4 oder 5 Nachkommastellen angegeben. Das war so ein bisschen ironisch gemeint, weil, naja, weil sie selber irgendwie ganz utopische Zahlen angegeben haben. Ich habe es nachgerechnet, ich habe es quergecheckt, die Zahlen stimmen soweit. Wie man hier sehen kann, habe ich mir sehr Mühe gegeben, alles so unübersichtlich wie möglich zu halten. Nehmt es einfach hin, so wie es ist. Ihr könnt selber Nachforschungen machen. Ich habe die Links unten reingepostet. Und viel Spaß mit dem Video. Es wird ein bisschen langweilig, weil viele Zahlen. Und meine Stimme langweilig, weil ich irgendwas vorlese. Scheiß drauf. Auf 9gag gab es öfter einen Post, dass ein künstlicher Baum angeblich 386 Bäume ersetzt. Oder fast 3000 Leute mit Sauerstoff versorgt. Ich bin sehr skeptisch geworden und halte das für einen Hoax. Und, ich möchte hier kurz erklären, warum. Ähm, Ich habe hier ein paar Quellen gesucht, die einigermaßen verlässlich sind. Hier zum Beispiel Quelle Fachbuch Regenerative Energiesysteme. Ich habe das quer gecheckt. Das, was hier steht, stimmt. Und ich habe noch ein bisschen nachgerechnet. Und um eine Tonne CO2 wieder in Kohlenstoff zu verwandeln, braucht man 2202,808 Kilowattstunden. Die Sonne in Mexiko, also hier, erzeugt eine Leistung von 6 Kilowattstunden pro Monat pro Quadratmeter. Das heißt, für ein Jahr, um eine Tonne CO2 zu zersetzen, braucht man 30,555 Quadratmeter von mexikanischem Sonnenlicht beschienene Fläche. Die angegebene Fläche hier, wo haben wir es denn, Nickel? Hier. Die angegebene Fläche sind 2,75 Meter. Und, also, der Durchmesser sind 2,75 Meter. Das sind 8,63 Quadratmeter. Eine Tonne CO2 wird von 80 Bäumen in einem Jahr aufgenommen. Somit zersetzt der künstliche Baum 4,6 Tonnen CO2 im Jahr. Gehen wir wieder hier zurück auf die andere Definition hier. 2850 Leute. Die würden in einem Jahr 4,556 Tonnen CO2 erzeugen. Das heißt, 4,6 und 4,556 sind ungefähr dieselben Werte. Okay? Damit aber dieser Biomethek-Baum überhaupt energetisch in der Lage wäre, das CO2 zu ersetzen oder das CO2 zu zersetzen, bräuchte er die Energie dazu. Und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, 2,2 Megawattstunden pro Tonne CO2. Das heißt, alleine seine Fläche, damit er das Sonnenlicht aufnehmen kann, müsste 140,5553 Quadratmeter betragen. Und somit sein Durchmesser 44,74 Meter. Und das funktioniert hier rein technisch gar nicht. Oder ich sag's mal anders. Ein Biomethek Bio-Urban oder Urban, sorry. Ein Biomethek Bio-Urban würde von der Fläche her 16 Biomethek Bio-Urban ersetzen. Ich halte deswegen für ein Hoax. Und diesen Rest, Feinstaub etc., das kann man auch mit Wasser rausfiltern. Aber Tatsache ist, um 370 Bäume zu ersetzen oder um 2900 Leute mit Sauerstoff zu versorgen, der Baum bräuchte bei seiner derzeitigen kompletten Fläche, also nicht einmal das hier drinnen, sondern die komplette Fläche des Baumes, ähm, er bräuchte eine Effizienz von 1600%. Und das halte ich für eher unwahrscheinlich. Oder mit anderen Worten, wissenschaftlich gesehen ist das schwachsinnig.